Der Morgen war still in den Bergen, der Tau lag noch auf dem Laub, als Ranger Paul seine übliche Patrouille begann. Die gewundene Schotterstraße durch den Wald war still, abgesehen vom Geräusch der auf dem Kies schleifenden Räder und den fernen Rufen der Vögel. Plötzlich sah er im Rückspiegel einen kleinen Schatten, der eilig im Staub hinter dem Auto huschte. Ein Golden Retriever-Welpe mit verfilztem Fell versuchte, dem Auto hinterher zu jagen, seine Beine zitterten, aber er weigerte sich, anzuhalten. Paul verlangsamte seine Schritte, runzelte leicht die Stirn und blieb stehen. Der Hund stürmte bellend und mit flehenden Augen auf ihn zu. Es drehte den Kopf, blickte in den Wald hinein und dann wieder zu ihm zurück, als wollte es etwas Dringendes sagen. Paul öffnete die Autotür, beugte sich hinunter und sah in ihren Augen eine Mischung aus Angst und Hoffnung. Da er spürte, dass etwas nicht stimmte, schloss er sein Fahrrad ab und folgte der Richtung, in die der Hund gerannt war. Das Geräusch seiner Schritte vermischte sich mit seinem pochenden Herzschlag. Sonnenlicht filterte durch das Blätterdach der Bäume, fiel auf die nassen, verrottenden Blätter und erzeugte einen schwachen Lichtstreifen, der den Weg durch den tiefen Wald wies. Reifenspuren, aufgewühlte Erde und abgebrochene Äste versetzten ihn sofort in höchste Alarmbereitschaft. Das Radio verlor den Empfang, aber Paul ging weiter, denn seine Intuition sagte ihm, dass dieses kleine Wesen ihn zu etwas Wichtigem führen würde. Je tiefer er vordrang, desto häufiger bellte der Hund, als wolle er ihn drängen und anflehen, nicht anzuhalten. Mitten auf der Lichtung blieb Paul stehen, vor ihm lag ein umgekippter Kinderwagen, dessen rosa Decke mit Schlamm bedeckt war. Der Hund stürmte vorwärts, scharrte verzweifelt mit den Krallen im Boden, sein Bellen wurde immer verzweifelter und zitternder. Paul kniete sich hin, legte sein Ohr dicht an den Boden und hörte plötzlich einen schwachen Schrei, der wie ein zerbrechlicher Hilferuf klang. Er grub schnell, Erde spritzte überall hin, und dann berührte seine Hand die kalte, zarte Haut eines kleinen Mädchens. Paul umarmte das Baby, zitternd vor Rührung, zog dann seinen Mantel aus und wickelte es fest ein, um die zarte Wärme zu bewahren. Er trug das Baby und rannte auf die Wellen zu, wobei er in dem stillen Wald heiser schrie und einen Krankenwagen rief. Als in der Ferne die Sirene ertönte, drehte sich Paul um und sah den Hund an. Er saß auf dem Rücken, hechelte, aber seine Augen leuchteten. Das kleine Mädchen wurde rechtzeitig gerettet. Es war unterkühlt, hatte aber noch einen Puls. Die Krankenschwestern nannten es ein Wunder mitten im Dschungel. Der Hund zitterte, als er vorwärts ging und versuchte, in den Krankenwagen zu klettern. Seine Augen waren voller Sorge, genau wie die eines Verwandten. Paul umarmte ihn und sagte leise, heute bist du unser wahrer Held. Er nahm es dann an und nannte es Hero, ein Symbol für Treue und Tapferkeit. Ein Jahr später ist die kleine Hope vollständig genesen. Jedes Mal, wenn sie Hero besucht, umarmt sie ihn und lächelt im hellen Sonnenschein. Unter der Kiefer, wo sich der Vorfall ereignet hatte, schrieb Paul ins Logbuch, nicht alle Engel haben Flügel, manchmal nur 4 kleine Füße.